Der dunkle Teil des Mondes. Die steinernen Mauern des Gefängnisses Nordrügen verwandelten sich in den Wintermonaten in eine Eiskammer, in der selbst das Atmen schwer fiel. Der Januar 1963 gehörte zu den härtesten Wintern, die Deutschland in jenen Jahren erlebt hatte. Die Eisenbahnlinien waren im Frost erstarrt, Dörfer versanken in Stille und der Himmel zeigte tagelang nichts als denselben bleigrauen Farbton. Doch für Maria war die Kälte draußen längst zu ihrem kleinsten Problem geworden. Je mehr ihr Bauch wuchs, desto enger erschienen ihr die Wände der Zelle, desto schwerer fiel ihr das Atmen. Hätte sie dieses Wachstum nicht als Gefangene, sondern als Frau auf dem Weg zur Mutterschaft erlebt, hätte es vielleicht einen Sinn gehabt. Doch im Gefängnis bedeutete jeder zusätzliche Zentimeter nicht Hoffnung, sondern Angst. Der nahende Tag. Bei der wöchentlichen Untersuchung drückte Dr. Steiner das Stethoskop auf die linke Seite von Marias Bauch. Als das kalte Metall ihre Haut berührte, zuckte Maria unwillkürlich zusammen. »Das Baby ist stark«, sagte der Arzt, fast so, als wolle er Trost spenden. »Dass es stark ist, ist nicht das Problem«, murmelte Maria. »Es ändert nichts an der Tatsache, dass ich es zwischen diesen Mauern großziehen werde.« Der Doktor wich ihrem Blick aus. Wie die meisten Gefängnisärzte hatte er gelernt, keine emotionale Bindung zu den Insassinnen aufzubauen. Doch bei Maria machte er eine Ausnahme, ohne es sich selbst einzugestehen zu können. »Maria, ich weiß, es ist schwer, aber Sie sind nicht allein. Die Frauen hier...« »Ist das Mut, weil Frauen an Schmerz gewöhnt sind? Nennen wir das Widerstandskraft oder Schicksal?« Maria lachte, doch in ihrem Lachen war kein Laut. Dr. Steiner antwortete nicht. Es gab keine Antworten mehr. Im Frauentrakt. Im Frauentrakt warteten alle auf die Geburt, manche voller Neugier, manche mit Mitleid, manche sogar mit Neid. Denn ein Baby im Gefängnis war etwas äußerst Seltenes, fast heilig, fast unheilvoll. Ingrid, eine junge Frau mit hartem Blick, die wegen Diebstahls einsaß, trat eines Tages auf dem Rückweg von der Kantine an Maria heran. »Weißt du, was passiert, wenn du das Baby bekommst?« Maria ging weiter. »Ich weiß es.« »Nein, das weißt du nicht, denn das weiß niemand.« Ingrids harte Stimme wurde weicher. »Das Schicksal von Kindern, die im Gefängnis geboren werden, ist nicht geschrieben. Je stärker die Mutter ist, desto mehr überlebt das Kind. Das Kind kann für dich eine Strafe sein oder eine Rettung.« Maria blieb stehen. »Was glaubst du, was es für mich sein wird?« »Du bist die stillste Frau, die dieses Gefängnis je gesehen hat, Maria. Stille ist der Vorbote großer Stürme. Dieses Kind könnte dir eine neue Kraft geben.« Maria hob den Kopf und sah Ingrid in die Augen. »Was soll ich mit dieser Kraft anfangen? Ich bin hier eingeschlossen.« Ingrid lächelte leicht. »Kraft innerhalb von Mauern ist gefährlicher als die draußen.« Die Nächte vor der Geburt. Mit dem Näherkommen der Geburt wurden die Nächte für Maria zu Albträumen. Manchmal hörte sie im Traum einen Schuss und sah Herbert erneut zu Boden fallen. Manchmal erschien ein blutüberströmtes Baby in ihren Armen und schwisterte, »Mama, du hast mich hierher gebracht.« Als jedes Erwachen stockte ihr der Atem. Sie richtete sich auf, klammerte sich an den Rand der hölzernen Pritsche, als müsse sie sich an der Realität halten. Eines Nachts flüsterte ihre Zellgenossin Lotte, »Maria, du kannst nicht schlafen.« »Ich will nicht schlafen«, sagte Maria und starrte in die Dunkelheit. »Das Schlaf bringt mich zurück.« Lotte war eine junge Frau, gezeichnet von Kriegstraumata. Als ihre eigene Dunkelheit die von Maria berührte, entstand zwischen ihnen eine seltsame Befreundtheit. »Wenn du Angst hast, zurückzugeben, kannst du niemals vorwärts gehen«, sagte Lotte. »Du musst dem Kind nicht deine Vergangenheit geben, sondern deine Zukunft.« Maria atmete tief ein. »Ich habe keine Zukunft.« »Du hast ein Baby. Eine Mutter wird immer zweimal geboren, einmal selbst und dann durch ihr Kind.« Maria schwieg. Zum ersten Mal spürte sie, dass dieser Satz eine Bedeutung hat.